Ein Gespräch zu beginnen ist oft nicht leicht, besonders in einer neuen Sprache. In Deutschland gibt es viele Situationen, in denen man ganz einfach ein Gespräch anfangen kann. Es muss nicht perfekt sein. Ein kleines Lächeln, ein freundlicher Satz, das reicht oft schon. Die Menschen merken, dass jemand bemüht ist, Deutsch zu sprechen, und das wird meist sehr geschätzt. Oft hilft es, über etwas zu sprechen, das man gemeinsam erlebt. Wenn zwei Personen zum Beispiel im Bus sitzen und es draußen regnet, kann man sagen, heute ist das Wetter wirklich schlecht. Oder hoffentlich hört der Regen bald auf. Das ist ein einfacher, natürlicher Einstieg. Die andere Person antwortet vielleicht mit einem Lächeln oder einem kurzen Satz. Und so beginnt das Gespräch. Auch in einem Café oder Restaurant gibt es Möglichkeiten. Wenn jemand allein am Tisch sitzt, kann man fragen, ist hier noch frei? Oder, Entschuldigung, darf ich mich dazusetzen? Das ist höflich und ganz normal. Danach kann man vielleicht sagen, ich bin nicht oft hier. Kennen Sie das Café gut? Oder was können Sie empfehlen? In der Schlange an der Kasse, beim Bäcker oder im Supermarkt geht es auch. Zum Beispiel, hier ist heute viel los. Oder die Brötchen sehen lecker aus. So etwas ist nicht persönlich, aber freundlich. Und oft ergibt sich daraus ein kleines Gespräch. Bei Veranstaltungen oder Kursen, zum Beispiel in der Volkshochschule oder bei einem Sprachtandem, kann man direkt fragen, machst du den Kurs zum ersten Mal? Oder wie lange lernst du schon Deutsch? Das Thema ist klar, beide sprechen über das Gleiche und es fühlt sich natürlich an. Viele Gespräche in Deutschland beginnen auch mit einem Kommentar über die Umgebung. Man kann sagen, schöne Aussicht oder ich finde den Raum sehr angenehm. Diese Art von Gesprächsanfang ist in Deutschland sehr verbreitet. Sie ist neutral und schafft eine erste Verbindung. In Parks oder beim Spazierengehen kann man Hundehalter ansprechen. Zum Beispiel, süßer Hund, wie heißt er? Oft freuen sich Menschen, über ihre Tiere zu sprechen. Danach kann man fragen, wie alt ist er? Oder welche Rasse ist das? So beginnt ein Gespräch, das leicht weitergehen kann. In Deutschland ist es üblich, ein bisschen Distanz zu halten. Das bedeutet, man spricht nicht gleich über private Dinge. Man bleibt am Anfang eher bei Themen wie Wetter, Essen, Stadt, Hobbys oder Arbeit. Erst wenn man sich besser kennt, wird es persönlicher. Ein guter Trick ist es, eine Frage zu stellen, bei der die Antwort nicht nur Ja oder Nein ist. Zum Beispiel, was machen Sie beruflich? Oder was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? So kann die andere Person mehr erzählen und das Gespräch wird lebendiger. Es hilft auch, Sätze vorzubereiten, die man oft braucht. Zum Beispiel, ich komme aus. Ich lerne Deutsch seit. Ich wohne in. Mit diesen Sätzen kann man schnell etwas über sich sagen. Und dann kann man fragen, und Sie oder und du? Das zeigt Interesse und wirkt freundlich. Wichtig ist auch die Körpersprache. Ein freundlicher Blick, ein kleines Lächeln, das zeigt Offenheit. Man muss nicht alles richtig sagen. Auch wenn man Fehler macht, die Menschen verstehen oft, was gemeint ist. Und sie freuen sich, wenn jemand versucht, auf Deutsch zu sprechen. Ein weiterer einfacher Start ist ein Lob. Das geht auch mit wenig Wortschatz. Zum Beispiel schöne Jacke, tolle Schuhe, interessante Brille. Solche Komplimente sind kurz, freundlich und öffnen oft ein Gespräch. Danach kann man fragen, woher ist die Jacke? Oder einfach, gefällt mir sehr. Wenn man in Deutschland lebt oder reist, gibt es täglich viele Situationen, in denen man ein Gespräch beginnen kann. Am Bahnhof, im Aufzug, bei der Post, in der Bibliothek oder im Fitnessstudio. Überall dort sind Menschen, die vielleicht Lust auf ein Gespräch haben. Besonders in kleineren Städten oder Dörfern sind die Leute oft gesprächsfreudiger. In Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München sind viele Menschen beschäftigt oder eilig. Aber auch dort gibt es Momente, in denen jemand gern kurz redet. Besonders wenn man höflich und offen ist. Ein Gespräch muss nicht lang sein. Manchmal ist es nur ein Satz. Aber dieser eine Satz kann den Tag schöner machen. Für beide Personen. Es zeigt Respekt, Offenheit und Interesse. Und jedes kleine Gespräch hilft, besser Deutsch zu sprechen. Und wenn man mal nicht weiter weiß? Kein Problem. Dann kann man sagen, ich spreche noch nicht so gut Deutsch. Oder wie sagt man das auf Deutsch? Die meisten Menschen helfen gern. So lernt man direkt neue Wörter und zeigt, dass man lernen will. Auch wenn man nervös ist oder Angst hat, etwas falsch zu sagen, einfach versuchen. Die Erfahrung zeigt, die Menschen in Deutschland sind oft geduldig, wenn jemand freundlich ist. Man muss nicht perfekt sprechen, um verstanden zu werden.
So wird jedes Gespräch ein kleines Training. Und mit jedem Satz wächst das Vertrauen in die Sprache und in sich selbst. Und wenn das Gespräch gut läuft, kann man fragen, möchten Sie einen Kaffee trinken gehen? Oder darf ich Ihnen meine Telefonnummer geben? Aber das kommt später. Am Anfang reicht ein einfaches Hallo, wie geht's? Oder schönes Wetter heute. Und manchmal beginnt so etwas ganz Neues. Ein Gespräch auf Deutsch zu beginnen bedeutet oft, den ersten Schritt zu wagen, auch wenn man sich unsicher fühlt. Viele Menschen denken, sie müssten perfekt sprechen, bevor sie anfangen können. Das ist aber nicht so. In Deutschland wird oft Wert auf Höflichkeit und Freundlichkeit gelegt, nicht auf perfekte Grammatik. Deshalb ist es gut, einfache Sätze zu benutzen und sich nicht zu verstellen. Ein guter Einstieg ist das Begrüßen. Das kann ganz klassisch sein mit Hallo oder Guten Tag. Wenn es morgens ist, sagt man oft Guten Morgen, abends Guten Abend. Diese Grußformeln sind immer passend und zeigen Respekt. Nach der Begrüßung folgt meist die Frage, wie geht es Ihnen? Oder wie geht's? In Deutschland ist das eine häufige Floskel, die man nicht immer wortwörtlich nehmen muss. Man antwortet meistens mit Gut, danke und Ihnen. Das Gespräch ist so gestartet und man kann weiterreden. Manchmal hilft es, sich kurz vorzustellen. Zum Beispiel, ich heiße Anna und Sie? Oder mein Name ist Max. Wie heißen Sie? So entsteht eine persönliche Verbindung. Wenn man weiß, wie die andere Person heißt, ist es leichter, das Gespräch fortzusetzen. In Deutschland ist es üblich, Höflichkeitsformen zu benutzen. Das bedeutet, man sagt Sie und nicht du, wenn man jemanden nicht gut kennt oder wenn die Person älter ist. Zum Beispiel, wie heißen Sie? Statt wie heißt du? Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel bei jungen Menschen oder in lockeren Situationen. Dann sagt man du. Wenn man unsicher ist, ist es besser, Sie zu benutzen. Man kann auch höflich fragen, darf ich Sie duzen? Das zeigt Respekt und Interesse. Eine weitere Möglichkeit, ein Gespräch zu starten, sind Fragen zu einem aktuellen Thema. Zum Beispiel, haben Sie den neuen Film im Kino schon gesehen? Oder wie finden Sie das Wetter heute? Solche Fragen zeigen, dass man sich für die Meinung des Gesprächspartners interessiert. In Deutschland ist es normal, solche Themen zu wählen, weil sie neutral und ungefährlich sind. Wenn man im Alltag spricht, benutzt man oft kurze Sätze. Das ist nicht schlimm. Man kann zum Beispiel sagen, ich mag Kaffee oder ich arbeite in Berlin. Es ist besser, kurze Sätze zu verwenden, die man sicher aussprechen kann, als lange Sätze mit vielen Fehlern. Die Gesprächspartner verstehen das und helfen oft weiter. Ein Gespräch beginnt oft mit kleinen Höflichkeiten. Zum Beispiel sagt man Danke oder Bitte nach einer Antwort oder einer Hilfe. Wenn jemand einem die Tür aufhält, sagt man Dankeschön. Diese kleinen Worte sind in Deutschland sehr wichtig. Sie zeigen, dass man die andere Person respektiert. Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, kann man auch über Hobbys sprechen. Zum Beispiel, was machen Sie gerne in der Freizeit? Oder haben Sie ein Hobby? Das ist ein gutes Thema, weil fast jeder etwas erzählt. Man kann dann sagen, ich spiele gern Fußball oder ich lese gern Bücher. So entsteht ein Gespräch, das interessant ist und länger dauert. Manchmal ist es hilfreich, über die Arbeit zu sprechen. Das kann man fragen, was machen Sie beruflich? Oder arbeiten Sie in der Stadt? In Deutschland ist es üblich, über den Beruf zu sprechen, wenn man jemanden kennenlernt. Das zeigt, dass man interessiert ist und es hilft, Gemeinsamkeiten zu finden. In Deutschland ist es auch normal, über das Wochenende zu sprechen. Zum Beispiel, was machen Sie am Wochenende? Oder haben Sie Pläne für das Wochenende? Solche Fragen sind einfach und führen oft zu einer freundlichen Unterhaltung. Man kann auch erzählen, was man selbst machen möchte. Ich möchte am Samstag ins Museum gehen. Wenn man in der Schlange steht, zum Beispiel beim Bäcker, kann man einen Kommentar machen, der leicht und freundlich ist. Zum Beispiel, es dauert heute lange, oder? Oder die Brezeln sehen lecker aus. Das sind einfache Sätze, die eine Antwort provozieren und das Gespräch beginnen. Ein wichtiger Tipp ist, auf die Körpersprache zu achten. Wenn die andere Person interessiert aussieht, lächelt oder nickt, ist das ein gutes Zeichen. Dann kann man weiterreden. Wenn die Person jedoch abweisend oder beschäftigt wirkt, ist es besser, das Gespräch höflich zu beenden. Zum Beispiel, schön, mit Ihnen gesprochen zu haben. Oder, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Es ist normal, Fehler zu machen. Niemand erwartet, dass man alles richtig sagt.
Die meisten Menschen in Deutschland freuen sich, wenn jemand versucht, ihre Sprache zu lernen. Man kann auch um Hilfe bitten, zum Beispiel, können Sie das bitte wiederholen? Oder, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? So lernt man und zeigt Interesse. Manchmal ist es schwierig, das Gespräch zu verlängern. Dann kann man kleine Fragen stellen wie, woher kommen Sie? Oder wie lange wohnen Sie schon hier? Solche Fragen sind einfach und führen zu mehr Antworten. So entsteht ein natürlicher Dialog. Wenn man mit jemandem spricht, der auch Deutsch lernt, kann man sich gut verstehen. Man kann sagen, ich lerne auch Deutsch. Oder, wie lange lernst du schon Deutsch? Das schafft eine Verbindung, weil man dieselben Erfahrungen teilt. Ein guter Anfang ist auch, über Essen und Trinken zu sprechen. Zum Beispiel, magst du Kaffee oder Tee? Oder hast du ein Lieblingsrestaurant hier? In Deutschland sind solche Themen beliebt, weil sie leicht zu verstehen sind und Spaß machen. Wenn man das Gespräch beendet, ist es höflich zu sagen, es war nett, mit Ihnen zu sprechen. Oder, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So hinterlässt man einen guten Eindruck. Insgesamt gilt, ein Gespräch zu beginnen auf Deutsch ist eine Übung. Je öfter man es macht, desto leichter wird es. Man muss nur den Mut haben, den ersten Schritt zu machen und offen zu sein. Denn das Ziel ist nicht, perfekt zu sprechen, sondern verstanden zu werden und Kontakte zu knüpfen. So kann Deutschlernen Spaß machen und neue Freunde bringen. Wenn man ein Gespräch auf Deutsch beginnt, ist es auch wichtig, die passende Körpersprache zu nutzen. In Deutschland wird viel Wert auf Augenkontakt gelegt. Wenn man freundlich in die Augen schaut, zeigt man Interesse und Respekt. Gleichzeitig sollte das Lächeln natürlich sein. Es öffnet oft die Tür zu einem angenehmen Gespräch. Dabei ist es gut, eine offene Haltung einzunehmen, also nicht die Arme vor der Brust zu verschränken. So wirkt man zugänglich und sympathisch. Ein weiteres Thema, das oft als Einstieg in Gespräche genutzt wird, sind öffentliche Verkehrsmittel, zum Beispiel in der Straßenbahn oder im Bus. Wenn man neben jemandem sitzt, kann man sagen, fahren Sie oft mit der Straßenbahn? Oder wie lange dauert Ihre Fahrt? Solche Fragen sind unaufdringlich und laden zum Reden ein. In Deutschland benutzen viele Menschen täglich den öffentlichen Nahverkehr. Daher sind diese Fragen sehr passend. Wenn man im Supermarkt ist, kann man auch Smalltalk machen. Zum Beispiel, welche Sorte empfehlen Sie? Oder haben Sie dieses Produkt schon probiert? So kann man das Gespräch auf eine einfache Art beginnen. Lebensmittel sind ein gutes Thema, weil alle Menschen damit zu tun haben. Auch das Thema Familie ist in Deutschland ein häufiges Gesprächsthema, aber erst, wenn man sich etwas besser kennt. Man kann zum Beispiel fragen, haben Sie Kinder oder sind Sie verheiratet? Doch am Anfang ist es besser, vorsichtig zu sein und zuerst allgemeinere Themen zu wählen. Viele Menschen mögen es nicht, gleich zu Beginn über persönliche Dinge zu sprechen. Wenn man jemanden auf der Straße trifft, kann man auch das Wetter kommentieren, wie schon erwähnt wurde. Das Wetter ist in Deutschland ein klassisches Smalltalk-Thema. Zum Beispiel, es ist heute ziemlich kalt, oder? Oder, der Winter war dieses Jahr lang. Das sind einfache Sätze, die jeder versteht und auf die man leicht antworten kann. In der Arbeit oder im Büro ist es üblich, sich kurz zu begrüßen und ein paar Worte zu wechseln. Zum Beispiel, Guten Morgen, wie war Ihr Wochenende? Oder haben Sie gut geschlafen? Solche Sätze zeigen, dass man die Kollegen wahrnimmt und Interesse hat. Das fördert ein gutes Arbeitsklima. Bei sportlichen Aktivitäten, zum Beispiel im Fitnessstudio oder beim Joggen, kann man auch ins Gespräch kommen. Man kann fragen, trainieren Sie hier oft? Oder welchen Sport machen Sie sonst noch? Das verbindet Menschen mit ähnlichen Interessen. Manchmal ist es hilfreich, sich auf kulturelle Besonderheiten einzustellen. In Deutschland sind viele Menschen pünktlich und schätzen Ehrlichkeit. Wenn man also ein Gespräch beginnt, ist es gut, direkt und klar zu sprechen, aber immer höflich. Wenn man sich verspätet, sagt man, Entschuldigung, ich bin etwas spät. Das zeigt Respekt. Wenn man unsicher ist, wie man eine Frage oder einen Satz formuliert, kann man auch immer wieder kleine Sätze üben. Zum Beispiel, könnten Sie das bitte wiederholen? Oder wie sagt man das auf Deutsch? So zeigt man, dass man lernen möchte. Die meisten Menschen helfen gerne weiter. Ein Tipp für den Gesprächsbeginn ist auch, die anderen Menschen gut zu beobachten. Man sieht oft, ob jemand offen für ein Gespräch ist oder lieber für sich bleiben möchte. Wenn jemand zum Beispiel Musik hört oder in ein Buch vertieft ist, will er meist nicht sprechen.
Wenn jemand lächelt oder den Blick hebt, ist das ein Zeichen von Offenheit. In vielen Fällen ist Geduld wichtig. Nicht jeder reagiert sofort auf einen Gesprächsversuch. Manchmal braucht es ein paar Sekunden oder sogar Minuten, bis ein Gespräch beginnt. Es ist gut, das zu akzeptieren und nicht entmutigt zu sein. Wenn man Freunde oder Bekannte trifft, die man längere Zeit nicht gesehen hat, ist ein Gespräch leichter. Dann kann man sagen, lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Oder was hast du in letzter Zeit gemacht? Solche Fragen zeigen Interesse und stärken die Beziehung. In Deutschland gibt es auch viele Feste und Veranstaltungen, die gute Gelegenheiten bieten, Gespräche zu beginnen. Zum Beispiel Weihnachtsmärkte, Stadtfeste oder Sportveranstaltungen. Dort sind die Menschen oft fröhlich und offen für neue Kontakte. Man kann zum Beispiel sagen, schönes Fest, oder? Oder kommen Sie oft hierher? Wenn man einen Sprachkurs besucht, ist das eine perfekte Gelegenheit, um Gespräche zu üben. Die anderen Kursteilnehmer sind oft ebenfalls Lernende und freuen sich über Austausch. Man kann sich vorstellen, Fragen stellen und gemeinsam üben. So wächst das Selbstvertrauen. In manchen Situationen ist es auch hilfreich, einen kleinen Eisbrecher zu benutzen, also einen Satz oder eine Frage, die das Gespräch leicht macht. Zum Beispiel, ich finde Ihren Akzent sehr interessant. Woher kommen Sie? Solche Fragen zeigen echtes Interesse und machen das Gespräch persönlich. Eine weitere Möglichkeit, Gespräche zu starten, sind Komplimente über Dinge, die man an der anderen Person sieht. Zum Beispiel schöne Uhr oder toller Schal. Das ist höflich und sorgt oft für ein Lächeln. Danach kann man fragen, wo man das gekauft hat oder warum man es mag. Im Alltag gibt es viele kurze Begegnungen, bei denen man freundlich sein kann. Zum Beispiel im Aufzug. Schönen Tag noch. Oder wie lange arbeiten Sie schon in diesem Gebäude? Solche kurzen Gespräche können den Tag angenehmer machen und Verbindungen schaffen. Wichtig ist, immer aufmerksam zuzuhören. Wenn der Gesprächspartner spricht, sollte man Blickkontakt halten und gelegentlich nicken. So fühlt sich die Person verstanden. Es zeigt, dass man respektvoll und interessiert ist. Manchmal wird das Gespräch schwierig, wenn man bestimmte Wörter oder Ausdrücke nicht kennt. Dann kann man um Hilfe bitten. Wie sagt man das auf Deutsch? Oder können Sie das bitte erklären? Das ist nicht peinlich, sondern eine gute Lernmethode. Zu guter Letzt sollte man daran denken, dass ein Gespräch auch Spaß machen soll. Es ist eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, neue Wörter zu lernen und die Sprache zu üben. Es lohnt sich, mutig zu sein und immer wieder den Anfang zu suchen. Wenn man diese Tipps beachtet, wird es leichter, in Deutschland auf Deutsch ins Gespräch zu kommen. Man muss nicht perfekt sein, nur offen und freundlich. So entstehen kleine Begegnungen, die den Alltag bereichern und helfen, die Sprache besser zu lernen. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Gesprächsbeginn in Deutschland ist die richtige Anrede. Die meisten Deutschen legen Wert auf Höflichkeit, besonders wenn man jemanden nicht gut kennt. Am Anfang benutzt man deshalb meistens Sie statt Du. Zum Beispiel sagt man, wie heißen Sie? Oder kommen Sie aus dieser Stadt? Wenn man sich besser kennt oder wenn es im Gespräch klar wird, dass es in Ordnung ist, kann man zum Du wechseln. Das passiert oft, wenn jemand sagt, wir können uns gern duzen. Das Du ist in Deutschland freundschaftlicher und informeller. In vielen Situationen, wie in der Familie, unter Freunden oder jungen Menschen, ist es üblich. Doch in der Arbeit, bei älteren Personen oder Fremden, bleibt man meistens beim Sie. Das zeigt Respekt und Höflichkeit. Manchmal kann das Ansprechen auf Deutsch durch kleine Höflichkeitsfloskeln erleichtert werden. Zum Beispiel entschuldigen Sie bitte oder darf ich Sie etwas fragen? Diese Sätze machen den Gesprächsbeginn besonders freundlich und rufen eine positive Reaktion hervor. Sie sind sehr nützlich, wenn man um Hilfe bittet oder etwas wissen möchte. Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, stellt man oft Fragen über die Herkunft oder den Wohnort. Zum Beispiel, woher kommen Sie? Oder wohnen Sie schon lange hier? Diese Fragen sind einfach und üblich. Sie öffnen das Gespräch und geben beiden Personen die Möglichkeit, sich vorzustellen und etwas zu erzählen. Auch Fragen über die Arbeit oder den Beruf sind beliebt. In Deutschland wird häufig gefragt, was machen Sie beruflich? Oder in welchem Bereich arbeiten Sie? Die Antwort darauf ist meistens kurz und informativ. Zum Beispiel, ich bin Lehrer oder ich arbeite in einem Büro. Danach kann man weiter nachfragen, gefällt Ihnen Ihre Arbeit oder wie lange arbeiten Sie schon dort?
Freizeitaktivitäten sind ebenfalls ein gutes Gesprächsthema. Man kann fragen, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Oder haben Sie Hobbys? So entstehen oft schöne Gespräche, weil die meisten Menschen gern über ihre Interessen sprechen. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu finden und vielleicht neue Freunde zu gewinnen. Wenn man in Deutschland lebt, hört man oft die Frage, wie lange lernen Sie schon Deutsch? Das ist eine nette Frage, die oft in Sprachkursen oder bei Treffen von Ausländern gestellt wird. Die Antwort zeigt, wie lange man sich schon mit der Sprache beschäftigt und wie viel Erfahrung man hat. Das Gespräch über das Lernen selbst verbindet und motiviert. Manchmal hilft es, kleine Geschichten oder Erfahrungen zu teilen, um das Gespräch interessant zu machen. Zum Beispiel, ich habe letzte Woche einen schönen Ausflug gemacht oder ich mag die deutsche Küche sehr. Solche Sätze laden zum Weitererzählen ein und machen das Gespräch lebendig. Ein wichtiges Thema in Gesprächen in Deutschland ist auch die Kultur. Man kann zum Beispiel fragen, was gefällt Ihnen an Deutschland? Oder gibt es hier etwas, das Sie überrascht hat? Diese Fragen zeigen, dass man neugierig ist und offen für Neues. Oft entstehen daraus spannende Gespräche über Traditionen, Essen oder Feiertage. In Deutschland ist Pünktlichkeit sehr wichtig. Wenn man jemanden trifft oder zu einem Termin kommt, ist es höflich, pünktlich zu sein. Das zeigt Respekt gegenüber der anderen Person. Wenn man zu spät ist, sagt man, Entschuldigung, ich bin zu spät. Das wird in der Regel verstanden und akzeptiert. Wenn das Gespräch gut läuft, kann man auch nach weiteren Treffen fragen. Zum Beispiel, haben Sie Lust, mal einen Kaffee zusammen zu trinken? Oder möchten Sie vielleicht zusammen spazieren gehen? Solche Einladungen sind freundlich und zeigen echtes Interesse an einer Beziehung. Ein weiterer Tipp ist, auf kulturelle Unterschiede Rücksicht zu nehmen. Nicht alle Menschen sind gleich offen oder sprechen gern über persönliche Dinge. Manche sind eher zurückhaltend und brauchen Zeit, um sich zu öffnen. Deshalb ist Geduld wichtig. Man sollte nicht drängen oder zu schnell zu persönlich werden. Beim Sprechen sollte man langsam und deutlich reden, besonders wenn man noch Deutsch lernt. Es ist kein Problem, einfache Wörter und kurze Sätze zu benutzen. Oft ist es besser, weniger Fehler zu machen und verständlich zu sein, als zu schnell und kompliziert zu sprechen. Ein gutes Gespräch endet meistens freundlich und höflich. Man sagt zum Beispiel, es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Oder, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hinterlässt einen guten Eindruck und zeigt, dass man das Gespräch schätzt. In Deutschland gibt es auch viele regionale Unterschiede. In manchen Gegenden sind die Menschen offener und sprechen leichter mit Fremden, in anderen eher zurückhaltender. Es lohnt sich, darauf zu achten und sich anzupassen. So wird das Gespräch angenehmer und erfolgreicher. Auch Humor kann ein guter Gesprächseinstieg sein, wenn man ihn richtig einsetzt. Ein einfacher, freundlicher Witz oder ein lustiger Kommentar, zum Beispiel über das Wetter, kann das Eis brechen. Allerdings sollte man vorsichtig sein, weil Humor in verschiedenen Kulturen unterschiedlich verstanden wird. Wenn man in Deutschland ein Gespräch beginnt, ist es wichtig, Respekt und Freundlichkeit zu zeigen. Auch wenn man nervös ist oder nicht alles richtig sagt, wird das meist positiv aufgenommen. Die Menschen merken, dass man sich Mühe gibt, und das wird geschätzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, ein Gespräch auf Deutsch zu beginnen, ist mit einfachen Sätzen, Höflichkeit und Interesse möglich. Man braucht keine perfekten Deutschkenntnisse, sondern nur Mut und Offenheit. So entstehen kleine Verbindungen, die den Alltag bereichern und helfen, die Sprache zu lernen. In Deutschland ist es auch sehr üblich, bei Gesprächen auf die nonverbalen Signale zu achten. Körpersprache, Mimik und Gestik spielen eine große Rolle. Wenn jemand freundlich lächelt, ist das ein gutes Zeichen, dass das Gespräch angenehm verläuft. Blickkontakt ist wichtig, aber sollte nicht zu intensiv sein, damit sich die andere Person nicht unwohl fühlt. Ein leichtes Nicken zeigt, dass man zuhört und das Gesagte versteht oder nachvollziehen kann. Man sollte darauf achten, nicht zu schnell zu sprechen und Pausen zu machen. Das gibt dem Gesprächspartner Zeit, nachzudenken und zu antworten. In Deutschland schätzt man es, wenn man sich gut verständigen kann, auch wenn man Anfänger ist. Es ist besser, langsam und deutlich zu reden, als zu viel auf einmal zu sagen und sich dann zu verlieren. Ein guter Einstieg in ein Gespräch kann auch eine einfache Vorstellung sein. Man sagt zum Beispiel, Hallo, ich heiße.
Und dann kann man noch kurz sagen, woher man kommt oder was man macht. Danach kann man fragen, und wie heißen Sie? Oder was machen Sie beruflich? So entsteht ein natürlicher Austausch. Wenn man sich in Deutschland auf einem Markt oder in einem Geschäft befindet, kann man ebenfalls leicht ins Gespräch kommen. Fragen wie viel kostet das? Oder können Sie mir helfen? Sind höflich und öffnen oft die Tür für ein kurzes Gespräch. Viele Verkäufer oder Marktstandbetreiber sind offen und freundlich, besonders wenn man versucht, Deutsch zu sprechen. In öffentlichen Verkehrsmitteln ist es eher ungewöhnlich, lange Gespräche zu führen, aber ein kurzer Satz oder eine freundliche Bemerkung sind möglich. Zum Beispiel, ist dieser Platz frei? Oder fährt dieser Bus zum Hauptbahnhof? Das reicht oft schon, um eine nette kleine Unterhaltung zu beginnen. Wenn man jemanden neu kennenlernt, kann man auch über gemeinsame Interessen sprechen. Das können Filme, Musik oder Sport sein. Zum Beispiel, sehen Sie gern Fußball? Oder welchen Film haben Sie zuletzt gesehen? Solche Fragen sind einfach und machen das Gespräch lebendig. Auch das Thema Essen und Trinken ist in Deutschland ein gutes Gesprächsthema. Man kann fragen, mögen Sie deutsches Essen? Oder welches Gericht mögen Sie am liebsten? Das öffnet oft Türen zu interessanten Gesprächen über Kultur und persönliche Vorlieben. Man sollte immer daran denken, dass nicht alle Menschen in Deutschland gleich sind. Einige sprechen sehr offen und gerne, andere sind eher zurückhaltend. Das ist normal. Wenn jemand nicht viel spricht, sollte man das akzeptieren und nicht drängen. Ein freundliches Lächeln und ein höflicher Satz genügen oft. Besonders wichtig ist, sich nach dem Gespräch zu bedanken. Ein einfaches Danke für das Gespräch oder Es war nett, mit Ihnen zu reden, zeigt Respekt und hinterlässt einen positiven Eindruck. So fühlt sich die andere Person wertgeschätzt. Wenn man in Deutschland Freunde oder Bekannte hat, ist es üblich, sich mit einem einfachen Hallo oder Guten Tag zu begrüßen. Man kann dann kurz fragen, wie geht es Ihnen oder was machen Sie heute? Das sind höfliche und einfache Einstiege in ein Gespräch, die man oft hört. Viele Deutsche mögen es auch, wenn man sich für ihre Sprache interessiert. Man kann sagen, ich finde Deutsch schwierig, aber ich lerne gern. Das zeigt Ehrlichkeit und macht oft sympathisch. Manchmal bekommt man dann hilfreiche Tipps oder Ermutigung. Manchmal kann man im Gespräch auch um Hilfe bitten. Zum Beispiel, können Sie mir bitte helfen? Oder wie sagt man das auf Deutsch? Die meisten Menschen reagieren darauf freundlich und sind bereit zu helfen. Das ist eine gute Gelegenheit, um neue Wörter zu lernen und sich zu verbessern. In Deutschland ist es üblich, sich an bestimmte Gesprächsregeln zu halten. Man unterbricht selten den anderen und wartet, bis die Person fertig ist. Das zeigt Respekt und macht das Gespräch angenehm. Wenn man etwas nicht versteht, kann man freundlich fragen, können Sie das bitte wiederholen? Oder wie meinen Sie das? Auch Smalltalk ist in Deutschland weit verbreitet. Das sind kurze Gespräche über Alltagsthemen wie das Wetter, die Arbeit oder Freizeit. Manchmal werden solche Gespräche beim Einkaufen, im Wartezimmer oder auf der Straße geführt. Smalltalk ist eine gute Übung, um die Sprache zu üben und Menschen kennenzulernen. Besonders wichtig ist, geduldig mit sich selbst zu sein. Deutsch zu lernen und Gespräche zu führen, braucht Zeit. Jeder Fehler ist eine Chance, etwas Neues zu lernen. Und jede Unterhaltung macht einen ein bisschen sicherer und selbstbewusster. Wenn man sich auf ein Gespräch vorbereitet, kann es helfen, wichtige Sätze und Fragen zu üben. Zum Beispiel, wie heißt du? Woher kommst du? Was machst du gern? Oder, können Sie das bitte wiederholen? So fühlt man sich sicherer und ist bereit, die ersten Schritte zu machen. In vielen Fällen ist es auch gut, sich auf Themen vorzubereiten, die einen interessieren. Das kann ein Hobby, eine Sportart oder eine Lieblingsmusik sein. Wenn man darüber sprechen kann, fühlt man sich wohler und das Gespräch wird lebendiger. In Deutschland ist es oft üblich, am Anfang eines Gesprächs etwas Smalltalk zu machen, bevor man zu ernsteren Themen kommt. Das schafft eine angenehme Atmosphäre und erleichtert den Einstieg. Zum Beispiel über das Wetter sprechen oder fragen, wie der Tag war. Ein letztes wichtiges Detail ist, immer freundlich und offen zu bleiben. Ein Lächeln, ein nettes Wort oder ein Dankeschön machen einen großen Unterschied. So entstehen gute Gespräche und manchmal sogar neue Freundschaften. Manchmal entstehen Gespräche auch ganz spontan, ohne dass man es vorher plant. In Deutschland ist es üblich, in solchen Momenten höflich und respektvoll zu bleiben.
Wenn man zum Beispiel im Aufzug steht und jemand neben einem ist, kann man sagen, schöner Tag heute, nicht wahr? Oder fahren Sie auch nach oben. Solche kleinen Sätze können ein Gespräch einleiten, auch wenn es nur kurz ist. In vielen Situationen ist es wichtig, die richtigen Worte zu finden, um höflich zu bleiben. Zum Beispiel sagt man oft Entschuldigung oder Bitte, wenn man jemanden anspricht oder etwas fragt. Das zeigt Respekt und macht einen guten Eindruck. Man kann auch mit einem freundlichen Guten Tag oder Hallo beginnen, bevor man eine Frage stellt. Wenn man jemanden neu kennenlernt, ist es besser, persönliche Themen wie Familie oder Geld erst später anzusprechen. Am Anfang bleiben die Gespräche leichter und neutraler. Zum Beispiel spricht man lieber über Hobbys, Arbeit oder das Wetter. Das gibt beiden Seiten Zeit, sich besser kennenzulernen. Eine gute Idee ist es, im Gespräch immer wieder Fragen zu stellen. So zeigt man Interesse und motiviert die andere Person zum Reden. Fragen wie, was machen Sie gern in der Freizeit oder haben Sie einen Lieblingsfilm, helfen, das Gespräch am Laufen zu halten. Außerdem lernt man so neue Wörter und Redewendungen. In Deutschland ist es üblich, beim Sprechen auch auf die Höflichkeitsformen zu achten. Man verwendet oft Sie als höfliche Anrede, besonders bei Menschen, die man nicht gut kennt. Zum Beispiel, wie heißen Sie? Oder was machen Sie beruflich? Bei Freunden oder jüngeren Leuten sagt man eher du. Es ist wichtig, den richtigen Ton zu treffen, um respektvoll zu wirken. Wenn man merkt, dass das Gespräch ins Stocken gerät, kann man einfach auf etwas in der Umgebung zeigen oder darüber sprechen. Zum Beispiel, das ist ein schöner Park oder hier ist immer viel los. Solche kleinen Bemerkungen bringen das Gespräch wieder in Gang. Manchmal ist es auch gut, eigene Erfahrungen zu teilen. Zum Beispiel, ich lerne seit 6 Monaten Deutsch oder in meiner Heimat gibt es auch viele schöne Orte. Das macht das Gespräch persönlicher und interessanter. In Deutschland sind Gespräche oft direkt, aber freundlich. Man sagt klar, was man meint, aber ohne unhöflich zu sein. Wenn man etwas nicht versteht, ist es in Ordnung, höflich nachzufragen. Können Sie das bitte erklären? Oder wie sagt man das auf Deutsch? Das zeigt, dass man lernen möchte. Wenn man mit mehreren Personen spricht, ist es wichtig, alle einzubeziehen. Man kann Fragen stellen wie „Und was denken Sie?" oder „Wie finden Sie das?" So fühlt sich niemand ausgeschlossen und das Gespräch wird lebendiger. In der Arbeit oder im Studium beginnt man Gespräche oft mit einem kurzen Smalltalk. Zum Beispiel, wie war dein Wochenende? Oder hast du Pläne für den Sommer? Das schafft eine freundliche Atmosphäre und erleichtert die Zusammenarbeit. Manchmal hilft es, Wörter oder Sätze aufzuschreiben, die man oft braucht. Zum Beispiel, könnten Sie das bitte wiederholen? Oder wie sagt man das? So hat man eine kleine Liste, die einem Sicherheit gibt. Ein Gespräch kann auch mit einem Kompliment beginnen. Zum Beispiel, das ist eine schöne Tasche. Oder deine Schuhe gefallen mir. Solche Sätze sind freundlich und öffnen oft die Tür zu einem längeren Gespräch. Wenn man in Deutschland lebt, kann es hilfreich sein, sich über die Kultur und die Gewohnheiten zu informieren. Das erleichtert das Verständnis und macht Gespräche interessanter. Zum Beispiel weiß man dann, dass viele Deutsche pünktlich sind und Wert auf Höflichkeit legen. Ein wichtiger Tipp ist, nicht zu viel Angst vor Fehlern zu haben. Jeder macht Fehler und das ist normal beim Lernen einer neuen Sprache. Die meisten Menschen sind geduldig und freuen sich, wenn man sich bemüht. Man sollte auch zuhören können. Ein gutes Gespräch besteht nicht nur aus Reden, sondern auch aus Zuhören. Wenn man aufmerksam ist, kann man besser reagieren und Fragen stellen. Wenn das Gespräch zu Ende geht, verabschiedet man sich höflich. Zum Beispiel, es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Oder, danke für das nette Gespräch. So hinterlässt man einen guten Eindruck. Manchmal führen kleine Gespräche zu größeren Freundschaften. In Deutschland schätzen viele Menschen Offenheit und Ehrlichkeit. Wenn man das zeigt, kann man schnell neue Kontakte knüpfen. Beim Deutschlernen ist es wichtig, regelmäßig zu üben. Gespräche mit Muttersprachlern sind eine der besten Methoden. Je öfter man spricht, desto sicherer wird man. Auch wenn man mal schüchtern ist, kann man kleine Schritte machen. Zum Beispiel mit kurzen Sätzen beginnen und langsam längere Gespräche führen. Viele Städte und Gemeinden bieten auch Treffen für Deutschlernende an. Dort kann man üben und neue Leute kennenlernen. Zusammengefasst, ein Gespräch auf Deutsch zu beginnen, braucht Mut und Übung. Mit einfachen Sätzen
freundlicher Körpersprache und Interesse am Gesprächspartner klappt es gut. Und vor allem nicht aufgeben. Es ist auch hilfreich, Filme oder Serien auf Deutsch zu schauen. So kann man hören, wie echte Gespräche klingen und sich Redewendungen merken. Auch Podcasts oder Hörbücher sind gut zum Üben. Wenn man bestimmte Themen mag, zum Beispiel Kunst, Sport oder Kochen, kann man gezielt nach Gesprächen oder Gruppen dazu suchen. Es ist einfacher zu reden, wenn man das Thema spannend findet. Ein weiteres gutes Training ist, laut zu lesen oder sich selbst aufzunehmen, wenn man spricht. So hört man seine Aussprache und kann sich verbessern. Manche Menschen schreiben auch ein kleines Tagebuch auf Deutsch. Das hilft, die Gedanken in der Fremdsprache auszudrücken und regelmäßig zu üben. Man kann sich auch mit anderen Lernenden verabreden. So hat niemand Angst, Fehler zu machen und man kann gemeinsam besser werden. Wenn man einen Sprachkurs besucht, ist es wichtig, aktiv mitzumachen. Fragen stellen, mit anderen sprechen und sich trauen. Das bringt viel. Am Anfang ist es normal, langsam zu sprechen und oft zu überlegen. Mit der Zeit wird das flüssiger. Wichtig ist, regelmäßig zu üben und Geduld mit sich selbst zu haben. Wenn man nicht weiter weiß, kann man auch um Hilfe bitten. Zum Beispiel, wie heißt das auf Deutsch? Oder was bedeutet dieses Wort? Die meisten Leute helfen gern. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo beim Lernen. Manche sprechen schnell fließend, andere brauchen länger. Das ist in Ordnung, wichtig ist nur, dass man dran bleibt. Am besten lernt man eine Sprache, wenn man Spaß daran hat. Also Lieblingsthemen suchen, interessante Gespräche führen, freundlich bleiben und mutig sein.